Hey, willkommen auf Koh Samui! Heute nehmen wir dich mit zu unseren Highlights. Traumhafte Strände, beeindruckende Tempel und versteckte Ecken, die viele gar nicht kennen. Also lehn dich zurück und komm mit uns auf eine Entdeckungstour auf Koh Samui. Unser erster Stopp ist der Lamai Beach, einer der bekanntesten Strände auf Koh Samui. Wir waren im September hier und haben ihn überraschend ruhig erlebt. Das Wetter war an dem Tag eher bewölkt, aber genau das hat für eine entspannte Stimmung gesorgt. Ein schöner Ort, um Koh Samui ganz in Ruhe kennenzulernen. Als nächstes sind wir zum Tong Son Beach gefahren. Er liegt im Nordosten von Koh Samui, oberhalb des Flughafens. Der Strand ist klein, hat aber richtig Charme. Gemütliche Beachbars, eine entspannte Atmosphäre und Liegen mit Sonnenschirmen zum Relaxen. Wer Lust auf Action hat, kann hier sogar eine Runde mit dem Jetski drehen. Ansonsten einfach zurücklehnen und den Strand genießen. Jetzt geht's weiter in den Norden von Koh Samui, zum Mae Nam Beach. Der Strand ist weit und mit feinem Sand, perfekt, um entspannt ins flache Meer zu gehen. Zwischen den Palmen findest du ein paar Ressorts, aber insgesamt war es bei unserem Besuch angenehm ruhig. Und das Highlight? Von hier hast du einen fantastischen Blick rüber nach Koh Phangan. Nur ein paar Kilometer westlich liegt der Ban Thai Beach und für uns ist das der absolute Traumstrand auf Koh Samui. Feiner Sand, türkisblaues Wasser und Palmen, die bis an den Strand reichen. Einfach paradiesisch. Hier war kaum etwas los, die Atmosphäre total entspannt. Genau der Ort, an dem man die Zeit komplett vergessen kann. Für uns ganz klar der schönste Strand der Insel. Den Abschluss unserer Strandtour machen wir im ruhigen Bangkor Beach. Hier findest du eine herrlich gelassene Atmosphäre, sanften goldfarbenen Sand und klares, ruhiges Wasser. Ideal zum Schwimmen oder einfach zum Chillen. Entlang des Ufers reihen sich ein paar charmante Restaurants und Cafés. Perfekt, um den Tag bei leckerem Essen oder einem Trink entspannt ausklingen zu lassen. Bevor es für uns weiter zu den Tempeln ging, haben wir noch einen Stopp bei den Grandmother- und Grandfather-Felsen eingelegt. Direkt daneben liegt die urige Rock Bar, eine Reggae-Bar mit super chilligen Vibes.
Von hier aus hast du einen tollen Blick aufs Meer, während im Hintergrund Reggae läuft. Der perfekte Spot, um kurz abzuschalten. Als nächstes geht's zum Wat Plai Lam, für uns der schönste Tempel auf Koh Samui. Die farbenfrohe Anlage liegt auf einem See. Zu den einzelnen Tempeln gelangst du über kleine Brücken. Besonders beeindruckend sind die gewaltige 18-armige Guanyin-Statue der Barmherzigkeit und der fröhliche, lachende Buddha. Ein echtes Highlight, das man auf Koh Samui unbedingt gesehen haben sollte. Unser nächster Stopp ist der Guan Yu-Schrein im Süden von Koh Samui. Die Anlage ist dem chinesischen Kriegsgott Guan Yu gewidmet, einem Symbol für Loyalität, Mut und Gerechtigkeit. Herzstück ist die riesige 16 Meter hohe Bronzestatue, die größte ihrer Art in ganz Thailand. Ein beeindruckender Ort, an dem die chinesische Gemeinde ihre Kultur und Traditionen auf Koh Samui bewahrt. Hoch in den grünen Hügeln von Koh Samui liegt der Magic Garden, auch bekannt als Secret Buddha Garden. Zwischen dichtem Dschungel stehen hier Dutzende Statuen. Buddhas, mystische Figuren und Tiere, erschaffen von einem ehemaligen Durian-Bauern, der jahrzehntelang an diesem Ort gearbeitet hat. Mit kleinen Bächen, Felsen und tropischer Vegetation wirkt der Garten wie eine versteckte Fantasiewelt. Heute zeigt sich der Garten stellenweise verlassen. Genau das macht ihn aber so geheimnisvoll. Ein Highlight im Dschungel ist das Tree Bridge Café mit Zipline und Wasserfällen. Die Anfahrt war ein echtes Abenteuer, extrem steil und mit ordentlich Adrenalinkick auf dem Roller. Aber alles hat sich mehr als gelohnt, sobald wir das Café hoch über den Baumwipfeln erreicht haben. Das Café liegt rund 20 Meter über dem Boden, verbunden durch Hängebrücken und bietet eine fantastische Aussicht ins Grüne. Auch ohne Zipline war der Besuch für uns ein echtes Highlight. Wir sind außerdem zu den beiden Wasserfällen gewandert. Die führten zwar kaum Wasser, aber auf dem Weg haben wir einen Skorpion und sogar eine Schlange gesehen. Einer dieser Spots, die man auf Koh Samui einfach erlebt haben muss. Zum Finale geht's hoch zum Overlap Stone 2 über Lamai. Dieser Spot ist weit mehr als nur ein Felsen mit Aussicht. Er ist ein echtes Erlebnis. Mit dem Roller solltest du hier besser nicht zu zweit hochfahren. Die Straße ist extrem steil und der Weg lang. Am Fuß des Berges warten Jeeps, die Besucher kostenlos nach oben bringen. Und das solltest du unbedingt nutzen, denn die Fahrt allein ist schon ein Abenteuer.
Oben angekommen zahlst du 200 Baht Eintritt und das lohnt sich absolut. Dich erwartet eine spektakuläre Aussicht über die Küste, Fotoplattform mit Traumkulisse und sogar ein stylisches Restaurant mit Panoramablick. Für uns ganz klar eines der besten Erlebnisse auf Koh Samui. So, das waren unsere Highlights auf Koh Samui. Von traumhaften Stränden über beeindruckende Tempel, mystische Orte im Dschungel und fantastischen Aussichtspunkten. Und schau gerne mal in die Videobeschreibung, denn dort haben wir alle Orte für dich verlinkt. Genau, und wenn dir dieses Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Und vergiss nicht zu abonnieren, damit du kein Abenteuer mehr verpasst. Denn als nächstes geht's zur Schweineinsel und zum Nationalpark Angthong. Du kannst also gespannt sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, ciao.